kommunistische, sozialdemokratische, religiöse oder parteilose Arbeiter im Kampf gegen Faschismus und Krieg zu verbinden, mit den werktätigen Bauern und dem städtischen Kleinbürgertum, war das Ergebnis bitterer Erfahrungen und auch Fehler der kommunistischen Internationalen. Im Prozess der Neuorientierung und Neuformierung der internationalen Bewegungen nehmen Aufbruchstimmung, Klärungsprozesse und neue Zusammenschlüsse einen immer breiteren Raum ein. Mit dem Aufbau der Einheitsfront ordnen wir uns in diesen weltweiten Trend ein. Inzwischen gibt es eine wachsende Zahl internationaler Organisationsformen. 2010 konnte mit der ICOR eine weltweite Organisation revolutionärer Kräfte gegründet werden. Ihre Hauptaufgabe ist die länderübergreifende Koordination und Kooperation in Verbindung mit einem schrittweisen ideologisch-politischen Prozess der Vereinheitlichung. Doch von vornherein war klar, dass der länderübergreifende Zusammenschluss über revolutionäre Parteien und Organisationen hinausgehen muss. Das war der Gedanke der Einheitsfront. Zwei wichtige Impulsgeber dafür waren José María Sison, der Gründungsvorsitzende der Kommunistischen Partei der Philippinen, sowie Stefan Engel, der langjährige Vorsitzende der MLPD. Beide haben in ihrer Zusammenarbeit große Verdienste für die Neuformierung der internationalen marxistisch-leninistischen Bewegung nach dem Verrat am Sozialismus. Die Initiative zum Aufbau einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront ging aus von ILPS, International League of People's Struggle und ICOR, International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations. ILPS benannten je 3 Vertreter, die den ganzen Prozess zusammenführten. Es fanden etwa 10 fruchtbare Treffen zwischen ICOR und ILPS des Austauschs und der Vereinheitlichung statt. Übrigens noch unter Beteiligung von Joma Sison, der ja inzwischen leider verstorben ist. Schließlich wurden am 31. Dezember 2019 der Aufruf zum Aufbau der Einheitsfront und die Regeln veröffentlicht und damit war auch die Einheitsfront gegründet. Nach der insgesamt schöpferischen und konstruktiven Zusammenarbeit in der Gründungsphase der United Front unterbrachen im Mai 2021 überraschend Vertreter der ILPS-Organisation im Konsultativkomitee die Zusammenarbeit. Sie nahmen sich eine Denkpause von einem Jahr und kündigten dann die Zusammenarbeit auf, was sie aber explizit nicht weiter begründen wollten und auch nicht begründet haben. In einem abschließenden gemeinsamen Gespräch in Utrecht wurde also die Zusammenarbeit aufgelöst, aber eine weitere freundschaftliche Offenheit und möglich gemeinsame Aktivitäten beschlossen. Wir freuen uns, dass auch einige Parteien aus dem Spektrum des ILPS in der United Front Mitglied geworden sind. Es ist uns als seitjährigem Konsultativkomitee und mir als seitjähriger Co-Präsidentin eine große Freude und Ehre, euch alle hier begrüßen zu können. Ganz besonders gratulieren möchten wir den hier anwesenden Verantwortlichen der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, die hier in den letzten Tagen sehr erfolgreich stattgefunden hat. Herzlichen Glückwunsch! Es ist beeindruckend, dass die United Front inzwischen auf über 120 Mitgliedsorganisationen und 27 Einzelpersönlichkeiten auf 4 Kontinenten angewachsen ist. Wir hatten geschätzt, dass zu diesem Kongress etwa 200 Leute kommen und unser Ziel war 70 internationale Teilnehmer. Wir haben eben inzwischen fast das Doppelte in jeder Beziehung erreicht. Das drückt das große Bedürfnis, länderübergreifend zusammenzuarbeiten aus. Mehr denn je ist der Imperialismus ein Koloss auf tönernen Füßen. Jeder Tag bringt ans Tageslicht, dass er die zentralen Probleme der Menschheit nicht lösen kann, sondern sie verursacht und verschärft. Sein Gegner, die internationale Arbeiterklasse mit dem Kern des internationalen Industrieproletariats,
umfasst heute mit ihren Familien 4,5 Milliarden Menschen. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Tagtäglich schafft sich der Imperialismus aber auch tausende neue Gegner. Durch die Höherentwicklung des Imperialismus sind breite Schichten der Mehrheit, also der überwiegenden Mehrheit der Menschheit, einer wachsenden Unterdrückung ausgesetzt. Leicht zu erahnen, dass die Millionen Einwohner der indonesischen Hauptstadt Jakarta, die von Überflutung bedroht ist, sich nicht damit abfinden werden, überspült zu werden, während sich herrschende Regierungskreise und Privilegierte in der bereits neu geplanten Hauptstadt im Landesinneren niederlassen, die allerdings nur für 2 der 10 Millionen Einwohner geplant ist. Das zeigt sich auch an der weltweiten Flüchtlingskrise, die objektiv nichts anderes als ein Protest gegen diese Lebensverhältnisse des imperialistischen Weltsystems darstellen. Fluchtgründe sind vielfach und verschärft durch die begonnene Umweltkatastrophe. Wissenschaftler gehen davon aus, dass jeder zweite Flüchtling ein Flüchtling vor der Umweltkrise ist. Das bringt Milliarden in Widerspruch zu diesem krisengeschürten imperialistischen Weltsystem. Aber auch die galoppierende Inflation stellt die Massen vor existenzielle Probleme. Der Kampf gegen die Unterdrückung sexueller Orientierung gewinnt an Selbstbewusstsein. Imperialistische und kapitalistische Regierungen vollziehen eine Rechtsentwicklung, die sich in einer allgemeinen Tendenz zum Faschismus, zur Militärdiktatur usw. ausdrückt. Die reaktionäre rassistische Hetzkampagne gegen Flüchtlinge in den imperialistischen Ländern ist der Versuch, die zunehmende Kritik der Massen der Abwälzung der Krisen und Kriegslasten zu kanalisieren. Dagegen regt sich Widerstand und viele Flüchtlinge beginnen, sich den Kampf gegen den Imperialismus anzuschließen. In der Türkei, Russland und Iran ist der Übergang zur faschistischen Diktatur bereits vollzogen. In Israel, Ungarn, Polen, Italien, Ukraine haben wir es mit ausgeprägten Übergängen zum Faschismus zu tun. Dagegen regt sich der Protest. So demonstrieren seit Monaten die Massen in Israel gegen die Verfassungsänderung Netanyahus. Die Rechtsentwicklung ist die reaktionäre Antwort auf die Krise des imperialistischen Weltsystems. Deshalb muss sich der Kampf der internationalen Arbeiterklasse gegen den Imperialismus auch mit dem Kampf gegen Faschismus und der vom Imperialismus Unterdrückten verbinden. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, der Ukraine-Krieg mit der akuten Vorbereitung des atomaren Welt- und Atomkriegs hat wie die begonnene globale Umweltkatastrophe das Potenzial, die ganze Menschheit in den Untergang zu reißen. Ein Weltkrieg, aber auch eine globale Umweltkatastrophe haben das Potenzial, beide Teile der Erde unbewohnbar zu machen. Die Menschheit befindet sich objektiv in einem Wettlauf mit der Zeit. Der Kapitalismus weiter die Lebensgrundlagen der Menschheit zerstören kann oder ob der Kampf um Befreiung, der Kampf um den Sozialismus beschleunigt aufgenommen wird. Auch nach der sozialistischen Revolution steht die Kampfaufgabe, dass die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt alles tun, um die globale Umweltkatastrophe zu dämpfen und ihre Ausbreitung zu verhindern. Die Frage der notwendigen Rettung der Menschheit muss notwendiger Bestandteil jedes antiimperialistischen Kampfes und der marxistisch-leninistischen Strategie und Taktik des Kampfes gegen den Imperialismus und für den Sozialismus werden und in dessen Zentrum rücken. Der erfolgreiche Aufbau der antihelvetischen Einheitsfront, das Praktizieren des proletarischen Internationalismus, der länderübergreifenden Kooperation und Koordination ist eine Antwort auf die Rechtsentwicklung von Faschismus, Krieg und globaler Umweltkatastrophe. Trotz aller militärischen, politischen und ökonomischen Macht ist der Imperialismus schwach. Er steckt in einer permanenten Krise. Er kann die Probleme der Menschheit nicht lösen. Das spüren die Menschen auf der Welt und sind eher sehr skeptisch gegen ihre Regierungen. Die Arbeiter und Massen kommen in Bewegung. Die Frage ist, wohin zieht ihr Protest? Darauf müssen wir Einfluss nehmen. Die Arbeiter und die Massen organisieren, ihren Protest aufgreifen, verbinden, koordinieren, radikalisieren und durch Bewusstsein, Höherentwicklung und revolutionieren.
Das ist die Aufgabe der teilnehmenden Organisationen der Antiimperialistischen Einheitsfront. In diesem Sinne wünsche ich dem ersten Weltkongress der Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront besten Erfolg. Ja zur Einheitsfront. Wir wollen sie vereinigt, aber vielfältig und mit vielen Facetten. Es sind viele Ideen, über die wir noch diskutieren müssen, tiefgehend. Dazu gehört auch die Idee über die Theorie der neuen imperialistischen Mächte. Wir sind inmitten einer Krise des Imperialismus. Natürlich sehen wir das in den Kriegen in Ukraine, in Russland, die Kriege in Afrika, die Putsche, die Migrationskrise. Und Lenin hat ganz klar die Hauptkriterien und Charakteristika identifiziert vom Imperialismus. Und das Hauptsächliche war und ist noch immer der Export des Finanzkapitals. Das besteht aus Handel und Industriekapital und die Suche nach neuen Märkten und die Verteidigung dieser Märkte und die nationalen die natürlichen Ressourcen verteidigen. Mit Waffen und Kriegen. Das sieht man nicht in Saudi-Arabien, nicht in Katar und in anderen Ländern, aber darüber kann man diskutieren. Daher haben wir die Pflicht als Front, Proletarier der Länder, vereinigt euch, aber auch Proletarier und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Denn der Kolonialismus wegen dem Kolonialismus und Semikolonialismus, die weiterhin bestehen. Ein Workshop zum Kampf gegen imperialistischen Krieg und gegen Faschismus. Wir waren uns einig, dass die internationale Einheitsfront Aufklärung über den Charakter des Imperialismus leisten muss, dass Imperialismus Krieg bedeutet, dass Imperialismus auch Reaktion nach innen bedeutet und auch zum Faschismus führt. Wir waren uns auch einig, dass imperialistische Kriege, wie jetzt in der Ukraine, von beiden Seiten ungerecht sind. Wir hatten in der Diskussion allerdings auch einige Widersprüche, die zutage getreten sind, die wir nicht lösen konnten. Die schärfste Auseinandersetzung führten wir über die Frage, welche Länder in der jetzigen Situation von uns als imperialistisch zu bewerten sind und welche nicht. Dabei kam es zu teils scharfen Auseinandersetzungen. Allerdings war nach wie vor der Wille zur Einheit das Bestimmende. Guten Morgen, Genossen. Hier sind die Ergebnisse des Workshops Kampf der globalen Umweltzerstörung. Wir hatten 33 Teilnehmer. Wir haben 10 Punkte, auf die wir uns geeinigt haben. Erstens, intensiviert den Austausch von Informationen auf internationaler Ebene und die Analysen
der Entwicklung in der Umweltfrage. Es war Übereinstimmung, dass der Kampf in jedem Land, dass man das mitteilen, dass keiner alleine kämpft. Drittens, wir stimmen überein, dass die großen Kapitalisten sollten zur Rechenschaft gestellt werden für ihre Schaden, den sie verursachen. Und das ist nicht die Menschen selbst, die hier die Verantwortung übernehmen müssen. Gemeinsam mit der Jugend für ihre Zukunft haben wir diskutiert mit jungen und alten Leuten aus Tunesien, den Niederlanden, Türkei, Kurdistan, Deutschland, Polen, Zypern, Russland und Ghana. Einheitsfront und Jugend bedeutet, die internationale Jugend gegen Imperialismus und Faschismus aufzubauen und mehr Leute und Organisationen in dieser Plattform zu organisieren. Die internationale Jugend müsste erweitert werden und nicht limitiert werden auf sozialistische und revolutionäre Organisationen. Aber es ist wichtig, gegen Antikommunismus aufzustehen. Wir waren die Arbeitsgruppe Frauenpower gegen Imperialismus. Es waren 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Frankreich, Westsahara, Kamerun, Peru und Deutschland. Frauenpower gegen Imperialismus heißt gemeinsamer Kampf für die Befreiung von imperialistischer Herrschaft. Der Kampf um Gleichberechtigung und die berechtigten Lebensinteressen und der Kampf für die Befreiung der Frau ist elementare Aufgabe der Einheitsfront. Wir rufen die Einheitsfront auf, für die Gewinnung kämpferischer Frauen und Frauenorganisationen Verantwortung zu übernehmen. Wir kämpfen gegen imperialistische Militarisierung und Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Wir rufen die United Front auf, sich an dem theoretischen Seminar 2025 der Weltfrauen in Nepal aktiv zu beteiligen. Wir heben das Frauenbewusstsein über den politischen, ökonomischen und weltanschaulichen Charakter des Imperialismus. Die Ausbildung der Frauen müssen wir in unseren Ländern fortsetzen. Schauspiel, Tanz, Musik, Film, Foto, Video, Schriftsteller und Dichter. Der antiimperialistische Kampf braucht die Kunst, und zwar nicht als schmückendes Beiwerk, sondern notwendig. Und dass wir dieses Feld auf keinen Fall der Bourgeoisie mit ihrer ätzenden Kultur, ihrem Predigen des Egoismus und Idealismus und des Antikommunismus und Nationalismus überlassen dürfen. Darum brauchen wir und dafür setzen wir uns als Künstlerinitiative ein. Künstler aus der Arbeiterklasse und den breiten Massen, wie wir es gestern von den Opel-Arbeitern erlebt haben. Wir geben den Bericht über den Workshop Nummer 6. Arbeiter, vereinigt euch über Ländergrenzen hinweg. Die Arbeiter in diesem Workshop haben gestern sehr ernsthaft diskutiert über die Arbeiterkämpfe, unsere Erfahrungen in verschiedenen Orten und die Dinge, die wir uns vornehmen. Wir müssen unsere Einheit verbessern, um die Koordination und Kooperation zu verbessern, zusammen mit allen. Das bedeutet, dass wir an gemeinsamen Protesten teilnehmen, Wahlen, den Kampf in unseren eigenen Ländern veröffentlichen. Außerdem ist unsere Erfahrung mit allen Völkern und Bewegungen, dass es Bewegungen und gemeinsame oder Aktionstage, wie zum Beispiel Streiktage, Solidaritätsaktionen geben muss. Wir alle zusammen, wir wissen, dass wir als Arbeiter Teil der Einheitsfront sein müssten und wir kennen unsere Verantwortung und unsere Rolle in der Einheitsfront. Es lebe die Einheitsfront. Zindabad. Wir wurden beauftragt, den Bericht zu machen über das Verhältnis von Einheitsfront und Sozialismus. Der Workshop hat gesagt, die Einheitsfront muss offen sein für alle kämpferischen Bewegungen und Personen, die gegen den Imperialismus und den Faschismus kämpfen.
Alle, die hier sind, müssen weiter Kräfte gewinnen und breiter gewinnen für die Einheitsfront. Dass wir den Sozialismus und Kommunismus anerkennen, darf keine Voraussetzung sein, der Einheitsfront anzugehören. Aber wir müssen den Antikommunismus bekämpfen. Umso stark wird er sein. Wir müssen alle Vorbehalte gegen den Sozialismus bekämpfen im Rahmen der Einheitsfront. Innerhalb der Einheitsfront machen wir eine Überzeugungsarbeit über die Gegner und die Perspektive unseres Kampfes für den Sozialismus. Und das verschwächt uns nicht, sondern stärkt uns. Nur so können wir eine überlegene Kraft werden. Vielen Dank an die Berichter. Es hat uns wirklich geholfen, um eine gute Grundlage zu legen für die Einheitsfront und die Kämpfe, die vor uns liegen. Den Mitgliedsorganisationen, Delegierten und Beobachtern des Ersten Weltkongresses lagen mit dem Aufruf und Regeln 2 Dokumente vor, zu denen über 100 Anträge von 11 Mitgliedsorganisationen eingingen. Insgesamt gab es aber große Zustimmung zum Aufruf der Einheitsfront. Die Anträge waren vor allem redaktioneller Art, Präzisierungen, Streichungen, unnötige Konkretisierung. Mehrere Anträge verdeutlichten, dass das sozialistische Ziel nicht allgemein zur Grundlage der antiimperialistischen Einheitsfront gemacht werden sollen, aber eine breite Diskussion darüber gefördert werden soll. Bezogen auf die Regeln gab es vor allem Kritik an einem Mangel an Demokratie mit regelmäßigen Delegiertenversammlungen, Rechenschaftslegung des Konsultativkomitees, Wahl der Konsultativkomitees etc. Außerdem war eine Kontroverse, dass nach der Vorstellung des ILPS nur internationale Organisationen im Konsultativkomitee sein sollten. Dabei waren diese internationalen Organisationen zum Teil relativ kleine internationale Zusammenschlüsse, während bedeutende Organisationen und Parteien, die vorwiegend im nationalen Rahmen arbeiten, nicht repräsentiert sein konnten. Ich frage euch, wer ist damit für den neuen, erweiterten Aufruf einschließlich der jetzigen Beschlüsse? Der hebe bitte seine Karte oder Karte. Herzlichen Glückwunsch an die antiimperialistische Einheitsfront. Genossinnen und Genossen viel Erfolg. Sie haben viel zu tun.
Also so eine wichtige Arbeit kann nicht ohne wunderbare Leute durchgeführt werden. Viele Gruppen haben wahnsinnig viel Zeit aufgewendet, um dieses Ereignis möglich zu machen. Danke danke für den Internationalismus.